Hallo, ich bin der Jürgen Hiermann. Ich wohne in einem Haus im Glashaus. Kommt rein, ich zeige es euch. Hier sind wir jetzt mittendrin. Hier ist das Haus. Das ist also aus Lehm gebaut. Und hier ist das Glashaus. Das Glashaus hat insgesamt 300 Quadratmeter. Das Wohnhaus hat 150 Quadratmeter. Aber das Wohnhaus steht völlig alleine in diesem Glashaus. Es ist also nicht wie ein Wintergarten, sondern es ist etwas wie ein Haus im Haus. Dieses Haus ist nicht geeignet, um im Freien zu stehen. Es ist mit Lehm verputzt innen und außen. Es hat keinen Bauschaum, es sind keine Folien. Also es würde draußen nicht stehen können. Es ist geeignet für das Leben in diesem Glashaus hier. Und das ist also etwas, was ja hier sich ziemlich zeigt. Hier ist ja, nennen wir es mal, Wohnbereich. Natürlich sitzt man hier sehr häufig und auch im Winter sitzt man hier. Wenn es draußen kalt ist, kann man hier auch wunderbar sitzen. Wenn die Sonne scheint, wird es hier warm genug. Kommen Sie mal weiter nach hinten. Hier sind die exotischsten Bäume. Ein Granatapfel, hier ist eine Mispel, eine Olive und hier eine Feige. Und manchmal haben sie auch viele Früchte. Wann sie die haben, ich weiß es nicht. Entweder in einem Jahr ganz viele und dann aber auch wiederum keine. Ja, die Bäume stehen ja nun nicht draußen und dann brauchen sie natürlich auch Wasser. Und das mache ich, indem ich alle 4 Wochen die gieße. Und dann kriegen sie es reichlich und dann gehen also ungefähr so 750 Liter Wasser geht drauf, die ich hier aus einer Zisterne verteile. Und das hat sich offensichtlich als ausreichend gezeigt. Und sie werden sehr viel größer in jedem Jahr und deshalb müssen sie mindestens 2-mal im Jahr geschnitten werden, weil sie sonst das Dach erreichen und hier zu groß werden. Ja, und dann finde ich, wir gehen mal nach oben aufs Dach vom Wohnhaus und schauen uns das von oben an. Da ist also noch einiges mehr zu sehen. Oh, hier oben ist aber schon ganz schön warm. So, jetzt sind wir auf dem Dach von dem Wohnhaus. Und wenn wir jetzt hier stehen, hier oben sehen wir natürlich die ganzen Fensterscheiben, noch mehr als unten. Es sind insgesamt 624 Fensterscheiben. Wenn jemand dieses Glashaus das erste Mal sieht, immer die Frage, ja, wer putzt die Fensterscheiben? Das ist überhaupt kein Problem. Also jeden Freitag die zu putzen wäre sicherlich viel. Man kann die auch alle 2 oder 3 Jahre putzen und dann sehen sie immer noch relativ passabel aus. Hier oben ist es natürlich besonders warm. Klar, warme Luft steigt nach oben. Und es lässt sich aber, wenn im Sommer wirklich es warm wird und zu warm wird, lässt sich einmal ganz groß die Lüftung aufmachen, die Fenster aufmachen und dieser Schirm hier, der fährt zu und der ist reflektierend und dadurch bleibt die Temperatur in akzeptablem Maße. Dieser Vorhang hier, der ist aus dem Gewächshausmilieu. Die nennen das Energieschirm. Wenn man den nachts zumacht im Winter, dann ist die Abstrahlung nach oben deutlich geringer und das spart eine ganze Menge an Energie. Im Augenblick ist es aber so, dass es ganz gut ist, dass es warm ist. Das geht ins Wohnhaus und damit hat man Wärme, ohne dass man dafür bezahlen muss. Und hier als Besonderheit noch, die meisten Räume haben noch Fenster nach oben.
sodass also man direkt vom Wohnzimmer zum Beispiel, vom Esstisch, kann man direkt senkrecht nach oben in den Himmel gucken. Das finde ich eine sehr angenehme Sache. Es ist also jetzt hier wirklich warm. Ich finde, wir gehen wieder runter. Ja, das hier eine Magnolie, die ist das ganze Jahr über grün. Schmeißt natürlich auch mal ein paar Blätter ab, weil sie neue produziert. Dieser Granatapfelbaum, der hat also, ich möchte sagen, hunderte von Blüten im Sommer und ich versuche immer, die zu bestäuben. Ich habe 2 Granatäpfel in diesem Jahr. Die sind also sowas von riesig. Der eine ist hier, der ist aber nicht der größte und der andere ist hier zu sehen. Der wird jetzt schon leicht rot. Da, oh, piekst. Hier, der hier, Granatapfel. Das ist also ein ganzer Stolz, dass die Dinger da heranwachsen. Der Feigenbaum, der hat manchmal ganz viele Feigen und manchmal ganz wenig Feigen, aber eins hat er hat jede Menge Uhren. Ich habe mal 2 Uhren von meinen verstorbenen Eltern da dran gemacht und dann habe ich immer mal wieder gesagt zu Freunden, ihr habt doch bestimmt in der Schublade noch eine Armbanduhr und das hatten auch fast alle und jetzt sind es, glaube ich, 56 Uhren mittlerweile. So, nun kommt mal mit ins Wohnhaus. Ich zeige euch das mal von innen. Hier sind wir im Wohnzimmer. Es ist ja alles ebenerdig und trotzdem bei dem Wohnzimmer, da geht es ein bisschen höher. Und es sind Fenster drin, sodass man, wenn man hier am Esstisch sitzt, auch senkrecht nach oben in den Himmel gucken kann. Und auch im dunklen Winter ist es hier heller als sonst in einem Wohnhaus. Und dieses Wohnzimmer hier mit seiner Rundung, das ist eine Idee ja von dem Erbauer, das finde ich so großartig, auch wenn die Räume dahinter sich entsprechend der Rundung anpassen müssen, was natürlich ein wenig Aufwand bedeutet, die aber großartig ist. Und jetzt gehen wir mal in die Küche. Die Küche habe ich mir von einem Schreiner nach meinen Millimeter-Papierangaben machen lassen, auch in der Höhe ganz unterschiedlich angepasst. Und hier zum Beispiel der Wasserhahn hier. Man hat 2 Töpfe oder einen Topf in der Hand und hat nur 2 Hände. Und da ist es doch ganz klar, dass man den Wasserhahn nicht mit den Händen bedient, sondern man bedient mit den Füßen hier. Das finde ich also eine ganz, ganz praktische Sache. Und hier hinten sind so ein paar Sachen. Ich liebe es, Brot herzustellen und zwar nach allen Regeln der Kunst im 3-Stufen-Sauerteig. Und da habe ich also hier die Geräte dazu. Ja, jetzt sind wir hier im Flur und da sieht man also, dass diese Rundung natürlich hier auch ist und diese Regale, die sind genau angepasst an diese Rundung. Hier der Schrank ist dieser Rundung angepasst und wenn man jetzt hier ins Schlafzimmer geht, da ist also auch so, dass diese Schränke genau der Rundung angepasst sind. Das ist aber eine Sache für einen Handwerker und ist wunderbar gelungen. Und wenn man dann morgens aufwacht und vielleicht unbedingt Bewegung braucht, dann kann man ja hier versuchen, sich ein bisschen aufzumöbeln. Nun gehen wir mal in mein Arbeitszimmer. Das ist der kleinste Raum in diesem Haus, aber völlig ausreichend. Und was man hier sieht, ist eigentlich das Übliche mit dem Schreibtisch und dem Computer. Und dann ist hier noch eine Landkarte, die habe ich mir mal gemacht. Ich bin früher 30 Jahre im Cockpit durch die Welt geflogen und da sind überall Nadeln, die zeigen, dass ich da gewesen bin. Ja, es ist also einfach wunderschön, hier draußen zu sein. Und dieses Glashaus ist nicht vorher ein Gewächshaus gewesen, sondern das ist bewusst dafür gebaut worden, um da drin ein Wohnhaus zu installieren. Und in erster Linie ist es so, dass man, wenn man rausgeht aus seinem Wohnhaus, dass man dann in einer Atmosphäre ist, die bei diesen Breiten normalerweise nicht üblich ist. Es ist warm, es ist nicht windig. Wenn die Sonne scheint, ist es auf jeden Fall noch wärmer, aber es ist nie zu warm. Und was die Energiekosten angeht für das Wohnhaus, ist es ungefähr ein Viertel von dem, was so ein Wohnhaus normalerweise in freier Natur verbrauchen würde. Ja, und dann habe ich noch eine Besonderheit, die auch belächelt wird. Das ist dieser Kerzenständer hier. Das ist vor einem Jahr gewesen, dann habe ich nichts mehr dran geändert. Es war doch mal zu warm hier.
wenn man nicht aufpasst und die Fenster nicht aufmacht. Aber so ab 30 Grad neigen diese Kerzen dazu, umzufallen. Und jetzt gehen wir mal in den Garten. Das ist ja ganz wichtig. Dieses Haus kann ja nicht irgendwo stehen. Das muss ja nun auch ein bisschen in freier Umgebung sein. Hier sind Hochbeete, die man sich gönnt, um zu ernten, was irgendwie essbar ist. Und dann gehen wir noch mal weiter nach hinten. Ja, das Grundstück geht hinten spitz zusammen, ist komplett umgeben vom Acker. Und so kann man also im Winter, wenn hier Schnee liegt, kann man gar nicht mehr so richtig sehen, wo das Ende ist oder wo das Grundstück aufhört. Und da habe ich dann für den Zweck hier einen professionellen Windsack. Und der ist also, ein Marker, der sogar hier im Dorf Furore macht. Das war die Roomtour durch mein Haus im Glashaus. Wenn ihr noch mehr spannende Wohnungen sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal oder schaut mal hier. Tschüss!